Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ganz kurzen Update zum Flive Universe FEC Ranking. Wir gucken nochmal ein letztes Mal auf die Klassenverteilung auf dem FEC. Jetzt nicht direkt am letzten Tag, ich glaube auch nicht, dass es wirklich nochmal so eine große Rolle spielt. Es ist jetzt der vorletzte Tag, ja, 21.10. Aber es ist wirklich fast vorbei, also ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich noch so ultra viele Leute am Hardgrinden sind. Es war jetzt gerade erst ein fettes XP-Event das ganze Wochenende. Und ich denke, viele Leute sind wirklich noch damit beschäftigt, trotzdem ihre letzten Items zu verkaufen, zu tauschen, noch irgendwas zu besorgen, ihre letzten Dungeon Runs abzuschließen und so. Also klar, die Leute, die wirklich Leveln als Fokus gesetzt haben, die haben das wahrscheinlich alles schon erledigt und die sind wirklich nur noch am Leveln vielleicht, aber allzu viel dürfte sich da in 2 Tagen nun wirklich nicht mehr ändern. Wir gucken mal drauf, wie viele Leute jetzt hier Hero Level 160 erreicht haben. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. 87 zum Zeitpunkt jetzt gerade. Die Zahl wird nicht ganz korrekt sein, aber ja, 87 und 140 Hero, da wird es wahrscheinlich deutlich mehr geben, weil das ist ja doch schon viel leichter. Da sind es 225. Ja, das sind schon ganz schön krasse Zahlen, muss man sagen. Auf der anderen Seite, ich meine, der FEC ist natürlich auch, wenn man sowas jemals vorhat, der Ort, wo man das macht. Auf den normalen Servern ist das, also ich meine, ich persönlich bin generell der Meinung, dass das, also ich mag immer das Wort Zeitverschwendung nicht wirklich gerne benutzen und ich benutze es jetzt auch nicht. Ich würde es jetzt aber jemandem in dem Fall tatsächlich nicht übernehmen, wenn er das tun würde. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall schon ein bisschen wasted an, also an sich, und zwar nicht mal unbedingt wegen der Zeit, die man da reinsteckt für ein Level, das einem letztendlich eigentlich nichts bringt, außer ein bisschen Status und Skins und Motions und sowas. Sondern bei mir ist es wirklich so, Leveln an sich ist ja schon nicht das profitabelste, vor allem nicht auf dem FEC, kann man sagen. Vor allem nicht auf dem FEC, nachdem die ersten paar Monate vorbei sind und Inflation und so weiter richtig krass abgeht. Aber auch auf den Main-Servern ist es einfach so, du droppst die ganze Zeit während dem Level nur halb so viel. Klar, deine Killtime und whatever ist extrem gut als Hero, aber ich meine, wenn du schon als Non-Hero in Coral Island zum Beispiel, nehmen wir wirklich mal Endgame als Beispiel, wo auch die Penya-Einnahmen dann pro Stunde die höchsten in der Regel sind. Mal angenommen, du tötest als Non-Hero schon 2500 Mobs die Stunde, mit dem gleichen Equipment wirst du als Hero nicht plötzlich 5000 töten. So funktioniert das nicht. Also vielleicht erhöhst du doch mal ein bisschen deine Werte, vielleicht kriegst du mal irgendwie besseren Schmuck oder keine Ahnung, vielleicht verfeinerst du noch mal irgendwas und tatsächlich erhöhst du noch mal deine Killtime von 2500 Mobs auf, keine Ahnung, 3000 oder so pro Stunde. Alles theoretisch möglich, aber sag mal so, außer du hast jetzt als Non-Hero, und wir müssen ja wirklich, wie gesagt, halt den Endgame-Bereich vergleichen, also ab 125 Hero eigentlich, weil bis dahin hast du ja noch die Vorteile von 2er Stat-Page und so weiter, die man in Geld theoretisch nicht wirklich ausrechnen kann. Deswegen ist das schon, finde ich persönlich ziemlich krass, dass da doch so viele Leute bereit sind, diese Zeit zu investieren, weil man eben die ganze Zeit nur die halben Drops bekommt. Und wie gesagt, auf dem FEC mag das vielleicht nicht allzu relevant sein, am Anfang aber eigentlich schon. Aber auf den Main-Servern machen das ja auch Leute. Und da bin ich halt wirklich der Meinung, dass es schon crazy ist, wenn du dir vorstellst, du levelst 100 Stunden und Leveln per se, wie gesagt, sagen viele Leute schon, naja, Geld verdient man da jetzt nicht wirklich. Kommt natürlich auch darauf an, wie jetzt mit Power-Ups gehandhabt wird. Also sind die Seen gebunden, sind nicht gebunden, etc. Aber halt auch einfach das Thema 100 Stunden minus 50% Droprate leveln. Das heißt, mal angenommen, in 100 Stunden machst du gar nicht mal so wenig. Sagen wir mal, du machst da 3 Milliarden als Hero. Dann hättest du ohne Hero 6 Milliarden gemacht. Simpel. Und klar kann man jetzt sagen, Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, die sowas machen, denen ist Geld vermutlich nicht mehr allzu wichtig. Aber das ist eigentlich gelogen, weil es gibt eigentlich keinen Flive-Spieler, dem Geld so egal ist, würde ich jetzt mal sagen. Also, man nimmt es halt in Kauf, aber jeder weiß, dass das so ist und dass das einfach sehr viel Geld ist und dass das halt irgendwie trotzdem einfach verschenkt ist. Deswegen ist das immer so ein schwieriges Thema und wenn man sich das wirklich mal ausrechnet, tut das halt dann irgendwie trotzdem weh. Auf dem FEC weniger als auf den Main-Servern, aber wie gesagt, grundsätzlich einfach irgendwie blöd. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir hier das Ranking. Ich habe es jetzt heute mal nicht farblich markiert, weil ich finde, das lenkt auch so sehr ab. Wir können es dann vielleicht gleich noch markieren. Wir haben ja FEC 25 September versus Oktober. Ist ein bisschen abgeschnitten, aber gut, ist ja egal.
Das ist die Übersicht. Was sich verändert hat, tatsächlich ziemlich viel. Und es ist eigentlich so ähnlich wie letzten Monat. Man kann da jetzt verschiedenste Erklärungen suchen. Ehrlich gesagt ist es eigentlich auch relativ egal. Richtig interessant wird halt, wie die Verteilung dann aussieht nach dem FEC. Und wir haben jetzt hier den größten Unterschied bei Ringmaster. Ringmaster hat letzten Monat sogar abgebaut und dafür jetzt im Oktober oder 21. Oktober, wo ich das jetzt aufnehme, einfach plus 56 in den Top 1000 erreicht und ist damit von Platz 3 auf Platz 1 gestiegen. Damit ist Blade nicht mehr Platz 1, aber Blade ist nicht mehr Platz 1, er ist sogar auf Platz 3 abgerutscht. Also hier Ringmaster Platz 1 mit 196, dann Knight Platz 2 mit 169, der hat sich quasi gar nicht verändert, minus 2 seit dem letzten Video. Blade hat minus 20 verloren, also ein Großteil der Ringmaster hat Blades verdrängt anscheinend, damit auf Platz 3 abgerückt. Auf Platz 4 haben wir Psykeeper, auch minus 2, also ähnlich wie Knight, eigentlich kaum verändert. Weiterer Loser war jetzt in dem Fall der Elementor, hat auch saftige minus 20 verloren und ist damit von Platz 4 auf Platz 6 abgerutscht. Ich meine, minus 20 ist schon heftig, das ist schon ziemlich krass. Dann Platz 7 mit riesigem Abstand zu Platz 6 der Bill-Poster, der hat sogar plus 1 dazugelegt. Und auf Platz 8 das Schlusslicht, wie immer, Jester, unbeliebteste Klasse im Spiel, minus 2. Hat sich also auch nicht wirklich viel getan. Ja, kann man jetzt verschiedenste, wie gesagt, Argumentationen oder Narrativen finden, warum das jetzt ausgerechnet in dem Fall jetzt so aussieht. Ehrlich gesagt, könnte ich mir mehrere Sachen vorstellen, deswegen will ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Wichtig ist nur zu wissen, dass der Knight, also ich habe mir das jetzt ja jeden Monat angeschaut, ne? Das ist jetzt ja nur dieser Monat, wo jetzt eine relativ starke Abweichung ist. Wobei eine etwas größere Abweichung gab es in jedem Monat, aber nicht immer bei der gleichen Klasse. Deswegen ist der Grund dafür wahrscheinlich auch immer ein bisschen anderer. Ist aber auch egal. Was sich auf jeden Fall jetzt die letzten Monate wirklich stark abgezeichnet hat, ist Knight. Wieder sehr stark, eigentlich wirklich durchgehend mit die beliebteste oder zweitbeliebteste Klasse. Blade auf jeden Fall auch extrem stark vertreten. Ranger dieses Jahr tatsächlich nicht so krass. Also Ranger war jetzt wirklich durchgehend hinterm Blade auf jeden Fall. Und hinterm Knight auch. Also Ranger so ein bisschen von seiner Luxusposition verdrängt worden. Also Ranger ist ja wirklich so eine ultra beliebte Klasse schon immer, auch schon bei Flive PC gewesen, wo zum Beispiel Knight überhaupt nicht beliebt war. Anders als heutzutage. Wobei heutzutage, glaube ich, liegt es auch, also einerseits natürlich am Knight an sich, denke ich, weil es schon eine coole Klasse ist, auch optisch einfach, diese fetten Rüstungen, die eigentlich keine wirklich andere Klasse hat. Also Blade ist eigentlich der Einzige, der noch so richtige Rüstungen trägt. Viele andere Klassen haben ja ganz andere Character-Designs, sage ich mal. Wobei es auch immer drauf ankommt, kommt auf Set und so weiter drauf an. Aber ja, also diese klassischen Fantasy-Knight-Rüstungen, Ritterrüstungen, ist schon richtig cool. Aber ich denke, der Hauptvorteil vom Knight in Flive Universe ist einfach dadurch, dass er 4 Waffen zur Verfügung hat, im Endgame momentan zumindest, dass er einfach dieser Low-Budget-Blade ist, kann man sagen. Er kommt nicht an den Blade heran, aber er ist halt einfach wesentlich günstiger, selbst mit Best in Slot nochmal wesentlich günstiger, weil du halt einfach nur eine Waffe brauchst versus Blade 2 Waffen. Und selbst wenn du nicht Best in Slot hast, ist er halt ein einfach solider DPS, der halt verhältnismäßig günstig ist. Und ein riesiger Vorteil, keine Element Changes braucht, Element plus 1 auf der Waffe reicht. Und auch das ist halt sehr Free-to-Play-friendly, kann man sagen, auf lange Sicht. Genau. Und ja, das ist eigentlich so der Takeaway, würde ich sagen. Also die Gewinner, ich meine, Ringmaster, braucht man nicht drüber reden. Jeder hat einen Ringmaster. Und davon sind jetzt halt auch mittlerweile viele Leute auf 165, die halt weitergelevelt haben, die weiter Envy gefarmt haben, die schön brav ihre Tower-Dailies gemacht haben, etc. Wie auch immer sie es auf 165 geschafft haben, diese ganzen Ringmaster. Viele davon werden definitiv Doppel-Accounts sein, Twinks oder einfach Supporter. Ja, kann man nicht ernst nehmen, die Zahl, weil man niemals wissen wird, wie viele Mains sind jetzt tatsächlich dabei und wie viele sind einfach nur die doppelten Chars. Aber ja, das ist so mein Takeaway. Dann können wir uns noch das Ranking vom letzten Mal nochmal kurz angucken. Werde ich dann aber auch im Video, ich weiß nicht, wann genau ich es machen werde, also diese Woche ist Transfer am Donnerstag, 23.10. Ich weiß nicht, wann ich dazukommen werde, das Ganze auszuwerten. Ist aber relativ egal, ob ich das jetzt am Donnerstag, Freitag oder Samstag mache, ist relativ wurscht. Da wird sich nicht allzu viel tun. Was ich auf jeden Fall erwarte ist, Klarfahren wird auf jeden Fall bei 1000 sein.
Der Taiwan-Server wird bei 1165ern sein. Mia, Mashpoi, Totemia, Bodeng, weiß ich nicht, ob einer von denen tatsächlich die 1000 knacken wird. Ich meine, es fehlt nicht viel. Also zwischen 400 und 500 sowas in dem Dreh. Aber es ist schon viel. Man muss bedenken, letztes Jahr waren es, glaube ich, so knapp 3000 Leute, die Maximallevel auf FEC hatten. Oder ein bisschen über 3000 Leute. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr tatsächlich auch wieder so viele sein werden, weil ich doch das Gefühl habe, dass einige Leute nicht 165 gemacht haben. Könnte man so gut vorstellen, dass es dieses Jahr wieder nur 2.000, 3.000 sind. Ein extrem großer Teil davon wird auf La Wolf gehen. Danach Klarfan und der Taiwan-Server, da wird schon die Hälfte der 165er wahrscheinlich weg sein. Und die restlichen werden sich dann auf die anderen Server verteilen. Also ob es dann wirklich reicht, dass ihr mehrere Server plus 400 165er dazu bekommen, ist natürlich ein bisschen fraglich. Aber wir werden sehen, wird sich dann zeigen. Und bevor das Update dann wirklich da ist mit der neuen Levelerweiterung, bin ich mal gespannt, wie sehr sich das da wirklich auf die Klassenverteilung auswirken wird. Wahrscheinlich schon, weil jetzt momentan im Ranking wahrscheinlich trotzdem einige inaktivere Charakter dabei sind auch. Doppel-Accounts, die wahrscheinlich schon ewig nicht mehr online sind, von denen hoffentlich einige rausgekickt werden. Und ja, dann sehen wir mal so, was das für eine Auswirkung haben kann auf die Klassenverteilung. Aber ich erwarte jetzt nicht allzu viel, weil wie gesagt, La Wolf zum Beispiel ist bei 1165ern, mehrere Server werden bei 1165ern sein. Und immer wenn man den Punkt erreicht, wo alle in der Top 1000 das gleiche Level haben, wird es schwierig, da noch großartige Veränderungen zu lesen. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Wie gesagt, gibt noch ein zweites Ranking dann diese Woche, beziehungsweise spätestens nächste Woche. Und ja, ich bin schon gespannt, aber wirklich spannend wird es dann eigentlich erst beim Update, wenn alle wieder neu leveln müssen und dann wirklich auch wieder nur die aktiven Leute dabei sind im Ranking. Und ja, danke euch fürs Zuschauen, lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da, schaut gerne im Livestream vorbei, täglich live auf Twitch, auch 24/7. Links dazu in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.